Mm. Na gut, na gut. Das kann ich auch noch mal versuchen, oder? Just an ordinary wall. Nothing to see here. 3%. Leute. Das Problem ist, kann ich bei diesen weißen Würfelproben auch Moral verlieren und Gesundheit? Macht keinen Sinn, das zu probieren. Ich frage mich, ob sie mein Schweröl haben will. Können wir auch mal schauen gleich. Okay, Joyce, ich habe einen Ausweis. You're back. Good. What can I help you with? Ich habe übrigens meinen Ausweis gefunden. I love you did. Sie inspiziert das blaue Plastikkärtchen. Ihre Augen huschen von links nach rechts. Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. What can I help you with, Lieutenant Freighter? Würden Sie mir jetzt sagen, was Sie über den Lynchmord wissen? Meinen Ausweis haben Sie ja nun gesehen. The goalposts have moved, Lieutenant. In the absence of the badge, I have informed my employer there will be a probe. Bitte was? I cannot rescind that promise. To my knowledge, the drivers are still at the roundabout. I will tell you everything I know when you've finished with them. Immer noch am Kreisverkehr. Das hatten Sie von Anfang an vor. My plan is to share information. The only way to do that now is by telling my employers you've kept your end, which I hope you will, because let me tell you, we are in dire waters. Toll. How bad can the info she has be? The sooner the probe is finished, the sooner I can share crucial information with you. Now, is there anything I can do for you in the meanwhile? Tea, perhaps? Ich verstehe nicht, was ich da dann genau untersuchen soll. Guck mal gerade, Evra. Oh. Will ich nicht sagen. Das auch nicht. Umschlag. Ich dachte, wir könnten ihr sagen, was sie... Of course, Detective. You can always drop by later, should something come up. Now, what else can I do for you? Ich dachte, wir könnten ihr sagen, was er alles noch so erzählt hat. The lorries are still Drogenschmuggel. stuck at the roundabout. If the police is asking, one of the drivers might admit to it. Okay, ich habe über die Schmuggelermittlungen nachgedacht. Yes? Ach, ich muss das erst annehmen, oder? Scheiße. Ich werde mir die Sache ansehen und den Fahrern auf den Zahn fühlen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Excellent. Ah, According Jetzt to können my wir es erst machen. reports, there are at least 3 lorry drivers lingering near the roundabout. Hopefully one of them will know something. It may come to nothing, or it may just blow the case wide open. I can keep the drawbridge up for a few more days at least. You should have the time you need. Oh. In the meantime, let me know if there's any other way I may be of assistance. Realität. More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Nein, nein, Glad to have been of assistance. das lohnt sich nicht bei 3%, wirklich nicht. Deshalb konnten wir noch nicht zu dem Drogenschmuggel ermitteln, weil ich den Auftrag nicht angenommen hatte. Gut, dann... Ich guck mal kurz. Ah, vielleicht hätte ich gar nicht hochgehen müssen. Egal.
Ich habe Schweröl. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Was machst du an der Mauer? Ich guck mal Can't kurz. you tell? Ja, ja, I ja. haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Ach so, ja. Yeah? Thanks. You've lessened her desire to deface the building. Ist das dein Bett in der Kohlenkammer? Ooh. Not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. She does have eyes that seem to be smeared with coal. Ja, aber ich dachte, da schläft doch hier die Putzfrau drin, oder? Vielleicht beide. Ist nicht unbedingt schön, aber man muss eben nehmen, was man kriegt. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. Hast du kein richtiges Zuhause? Does anyone in a city like this? If there's pain about any particular home she's lost, she's buried it deep, fortified herself against it. Echt? Du bist Bergarbeiterin? Yes. I keep hoping a shaft will collapse on me. But somehow, it never happens. Cool, ich habe weitere Fragen. Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? Ja, eigentlich nicht. Ciao. Na gut. Ich gehe jetzt einmal in die Wohnung von diesem, ja, wo wir die Wohnungstür aufgeschlossen haben. Ich will nur mal gucken, ob der da zufälligerweise jetzt tot drin liegt oder so. Oh, halt, stopp. Was? Master Investigator, you just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Es gehört zu meinen Dienstpflichten als Polizist, jeden Quadratzentimeter dieser Welt auf den Zahn zu fühlen. Attaboy, the world's secrets were made for you. They wait patiently for you to uncover them. Okay, noch ein Gedanke, der Jamrock Shuffle. Mittlerweile ist es offensichtlich, dass du gerne in Behälter reinschaust. Du öffnest gern Türen, um zu sehen, was sich dahinter befindet. Sind es Geheimnisse? Sind es noch mehr interessante Behälter? Seien wir ehrlich, du magst alle Behälter. Mülltonnen, Ablagekästen für Utensilien, Kanaldeckel, Jackentaschen, geheime Behälter, die von den philippischen Königen zurückgelassen wurden und verbotene Reliquien enthalten. Okay, einen von denen hast du noch nicht gesehen. Aber eines Tages... Moment, öffnest du etwa deshalb so gern Behälter? Glaubst du, dass du das heilige Zepter und den Orbe de Montagne finden wirst? Vielleicht den heiligen Gral? Man weiß es ja nicht. Deshalb will ich überall reingucken. Ist hier jemand drin, tot oder so? Nein. Wer könnte das sein? Gut, wir haben immer noch 2 Stunden, bevor wir mit Herrn Martinez reden können. Dann schauen wir doch mal, ob wir was von den LKW-Fahrern erfahren. Au, steht die jetzt da rum? Wo war die nochmal? Die war doch irgendwo. Oh, ach, ich komme da so rüber? Ich komm da so rüber? Da ist sie doch. Das muss die doch sein, oder?
Bringt aber bestimmt jetzt nichts, die so anzusprechen. Ich speichere trotzdem mal. The woman still has her eyes fixed on the photograph in her hands. In the background, the radio plays. Okay, er hat uns davon abgehalten, das zu tun. Vielleicht ist das gefährlich. Na gut, dann nicht. Hier war noch eine Probe, oder? An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. So, was hat dieser König getan? Wir versuchen's. Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Inwiefern? Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy. During the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Ihr hat es geschafft, das ganze Geld in der Staatskasse auszugeben. Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. He called it the Sol Aurum. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. Was für eine erbärmliche Farce. Kein Wunder, dass alles den Bach runtergegangen ist. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Doch, wir haben doch schon davon gehört. Irgendjemand hat uns davon mal erzählt. Seiner was? You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry, he was also a prodigious snorter of nose candy. Not just any nose candy, though. We're talking Royal Philippian Blow, allegedly twice as potent as the stuff you find nowadays, and purple. Philippian cocaine was purple. Er war also süchtig nach Schnee, ein aufgedunsener Junkie. That's what the revolutionaries said 150 years later, right before they emptied out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Insulindian Bay. Okay, was ist Schnee? Cocaine. Ja, das wussten wir. Das muss ich erstmal verarbeiten. His Majesty's courtiers said it helped him connect with the higher realms. Okay, wo ist er jetzt begraben? Beneath the cold waters of the Insulindian Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. A group of marble pleurons still surround the king's vandalized tomb. A deathly cold wind sweeps up candy wrappers and old newspapers. Was ist mit der Statue passiert? The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships during the turn-of-the-century revolution, when Martinaise was leveled. Wer hat das Monument wieder aufbauen lassen? Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating on a sea of shit. Ich verstehe Kunst wirklich nicht. Neither do people in Martinaise. The statue has proved to be controversial in a neighborhood mostly populated by the left-leaning working class. Philip III, the squanderer, however, with his bronze face up in the air,
Doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Okay. Tommy, mein Freund. Stuck in the rain in a traffic jam, man. What's on your mind? Na, ich hoffe mal nicht, dass du Drogen transportierst. Und der wirkt auch nicht wie einer, der sich damit auskennt, unbedingt. Oder? Sie wirken wie jemand, der sich mit Drogen auskennt. Ah, man. Me and narcotics go way back. Oh, Had some good times surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? alles klar. Die Art von What? Drogen. Those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my man? Just be straight with him. Ich will Ihnen reinen Wein einschenken. Ich versuche herauszufinden, wer von Verladestation B aus Drogen schmuggelt. Not me, man. No way. I don't need any trouble. Shit's bad enough anyway. This jam's got folks up in arms, and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Moment, was machen Sie dann noch hier? Gotta guard the stuff. Bosses don't look kindly on missing cargo, and it gives me time to work on my rhymes. Working on these rhymes clearly leads to muscular atrophy. Make sure you don't get hooked on poetry. Was glauben Sie dann, wer hinter dem Drogenhandel stecken könnte? Look, man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. We wouldn't say he's lying, sire. Nee, ich glaube auch nicht, dass er lügt. Oh Gott. Das wird furchtbar. Er ist ein Dichter, beeindrucke ihn mit deinen besten Versen. Klar. Your best verse? You don't even have a bad verse in here. Just tumbleweed and liquor stains. Wait, no. What are you doing? Wegen ihr bin ich am Ende. Ich bin verfickt nochmal am Ende. That's brutal, man. But you know, time will... Danke. No, stop. He's already mortified. Nein, 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 hör auf. Bitte. Nein, Tommy. Das sind meine Reime. Hören Sie zu. Sie fickte mich, bis ich blutete. That's, Ich werde nie wieder der Alte sein. Sie ist immer da. Scheiß auf den Fall. Scheiß auf alles. Totaler Untergang. Yeah. Yeah, I get it. These are your rhymes. They're from your life. Doesn't matter if they're robust, they're honest. So, thanks, man. So unangenehm. He's not lying. He liked the end. Oh, das Ende, dass ich aufgehört habe, hat ihm gefallen. Hiervon habe ich so viel. Na gut. Ich glaube ihm das auch, dass er nichts weiß. Aber du.